Zusammenfassung von vorhin machen. Please tell me, Sagt mir das bitte. who is the author of this interesting book that we're studying this week? Wer ist der Autor des Buches, das wir gerade studieren? I mean, all the interesting books, most of the books that we're studying this week. Also all die interessanten Bücher, die wir die Woche studiert haben. John, the apostle, right? And where is John at this moment? Johannes der Apostel, wo ist er gerade? Auf On a little island called Patmos. What's he doing there? einer kleinen Insel Patmos. Was macht er da? He is exiled, yes, because of his faith. And now he's sending off a letter from this place that is supposed to go to 7 churches. Who were these churches? Wer waren die Kirchen? Well, Ephesus and the surrounding towns. Did John know them? He sure did. It really sounds like it's a pastor or a bishop talking to these churches that he knows and that he has been discipling for some time. What is the situation in these churches? One of them's doing good. One of them, maybe 2, yeah. Are doing pretty well. Does that mean they're not struggling with anything? No. No. It's funny, huh? Those who are undergoing persecution, who are really struggling outwardly, they seem to be doing a little bit better inwardly. Whereas those who seem to have a pretty comfortable life on the outside, it seems like they're in danger of really sliding back into compromise and really going into like a kind of lukewarm Christianity where Jesus is warning them really clearly. You have to wake up. You have to come back to life. Otherwise, it's all appearance. Otherwise, you might be looking like you are still going strong, but there's actually no reality there. So, now let's have a look at 4 major themes that John is presenting to his readers. Lass uns jetzt 4 Hauptthemen anschauen, die Johannes seinen Lesern präsentiert. Remember, the main question is, how is the church supposed to live in this time? Wisst ihr noch, dass die Hauptfrage folgende ist: Wie sollte die Kirche in der damaligen Zeit leben? If they're called to participate in Jesus' victory, what does that mean? How can the church be victorious? Also, wie konnte die Kirche damals siegreich sein? And the first thing that John does is he shows us the enemy. He explains to us, these are the forces of the enemy. Das Erste, was Johannes tut, ist, uns den Feind zu erklären. Das sind die Mächte des Feindes. So, since he is their partner in suffering, their partner in persecution, Seit er ihr Partner ist in der Verfolgung, of course, he wants to give them hope. He wants to give them this God perspective on their situation. möchte er ihnen zum einen Hoffnung geben und diese Perspektive Gottes auf die Situation. But he's also explaining to them what's going on and who the enemy is that they're really struggling with. Und er möchte ihnen auch erklären, wer sie sind und wer der Feind ist, mit dem sie zu kämpfen haben. Open up chapter 12, please. Revelation chapter 12. Öffnet mal Offenbarung 12. There, John is describing this cosmic battle between a woman and a dragon. Da beschreibt Johannes diesen Kampf zwischen einer Frau und einem Poor Drachen. dragon. Who is the dragon? Wer ist der Drache? Who is the dragon? Wer ist der Drache? True. Who is the dragon? Wer ist der Drache? Say. Satan. Yeah. Satan. That was the easier part. Who's the woman? Es war einfacher. Wer ist die Frau? Say what? Not in this story. No. This one? We're in chapter 12. Oh, sorry. No, not the whore. Oh. No, Nicht different Babel woman. und nicht die Hure. Jemand anderes. Who is the woman in the story where the dragon is going after the woman in the wilderness? Wer ist die Frau in der Geschichte, wo der Drache nach der Frau nachgeht in der Wüste? The woman who then has a child. Die Frau, die dann ein Kind hat. God's people. God's people. Gottes Well, Volk. is she God's people or does she give birth to God's people? Is she God's people that she gives birth to God's I thought she people? gave birth to God's people. Ist sie Gottes Volk oder gebärt sie Gottes Volk? Okay, so as an actual person, if you're gonna want to interpret it that way, you could say that's Eve, or you could say that's Mary.
Also wenn es eine wirkliche Person war, könntest du sagen, es war Eva oder es war Maria or you could say it's humanity. oder auch die Menschheit. And the child that she gives birth to, right, the dragon wants to devour that child, but it is taken up to God. Und das Kind, was sie gebiert, möchte der Drache vernichten, aber es wird zu Gott emporgehoben. Who did Satan really try to destroy? Wen wollte Satan wirklich zerstören? Jesus. Jesus. And so, there is this image of this cosmic battle, right, of these archangels all fighting each other. Also ist da dieses Bild von dem Drachen, von diesem kosmischen Kampf, wo alle gegeneinander kämpfen. Satan and his army is defeated and is banished down to earth. Satan und seine Armee sind besiegt und er wird auf die Erde hinabgeworfen. And when did this happen? When was Satan defeated? Wann ist es passiert? Wann wurde Satan besiegt? I would say it's at the cross and at the resurrection. Ich würde sagen, das war am Kreuz und der Auferstehung. I would say that this is what is being described here in a very unusual way, in a very unusual storytelling way. Ich würde sagen, das wird hier beschrieben in einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise. Because look how the story continues. Dann schau dir an, wie die Geschichte weitergeht. It says that Satan was furious and he knew that his time was running out. Wir lesen, dass Satan rasend war und dass seine Zeit zu Ende kommen würde. Chapter 12, verses 12 to 13. He knows his time is running out, so he goes after the woman. In Kapitel 12, Vers 12 bis 13, er weiß, dass seine Zeit zu Ende ist und deshalb verfolgt er die Frau. For how many years or for how long? Wie lange macht er das? What's that? 1000 Jahre? Does it say anything there? 60 days. 3,5 Jahre. Where does it say? 3,5 Jahre in Vers 14. So what does it say in verse 14? Chapter 13. 12, 14. A time, times, and half time. If you add that together, one time, two times, and another half a time, you get to 3.5 times. 3,5 Mal. 3,5 Jahre. So in the German text it says 3.5 years. Im deutschen Text steht da 3,5 Jahre. Interesting, okay. So that's how long the enemy is now going after, the dragon is now going after the woman. Das ist so lange, wie der Drache die Frau verfolgt. But God is faithful, it says, to protect his church during this time. Aber Gott ist treu, seine Kirche zu beschützen während dieser Zeit. I'm sure that for John's readers this would have been such an important explanation. Ich glaube, für die Leser von Johannes war das eine wichtige Erklärung. Ah, now I get it. Jetzt verstehe ich's. Satan has already been defeated and now he's raging mad and that's why he's going after us with such a fury. Satan wurde schon besiegt und deshalb geht er uns mit so einer Sehnsucht nach. He knows that his time is up, so now he's going after us, after God's people. Er weiß, dass seine Zeit vorbei ist und deshalb verfolgt er uns und Gottes Volk so sehr. That's how I understand the story that's being told in chapter 12. Und so verstehe ich die Geschichte, die in Kapitel 12 steht. Then in chapter 13, the author introduces two beasts. In Kapitel 13 erzählt der Autor von 2 Biestern, Tieren. One of them is the beast that comes out of the sea, Eines ist das Tier aus dem Meer, in verse 1, and the other one is the beast that comes out of the earth, in verse 11. in Vers 1, und das andere ist das Tier aus der Erde in Vers 11. I'll make it short. I feel like the first beast represents evil, oppressive governments. Ich würde sagen, das erste Tier beschreibt die bösen, unterdrückenden Regierungen. Who was the oppressive ruling empire in John's day? Wer war das unterdrückende Reich zur Zeit Johannes? Rome, the Roman Empire. Das römische Reich. And John says in verse 2, 13 verse 2, that to it, the dragon gave his own power and throne and great authority. Und Johannes schreibt in Kapitel 13, Vers 2 dieses Tiers, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. In verses 5 to 7 we see that this beast was allowed to exercise horrible authority for 3.5 years.
Und weiter lesen wir ab Vers 5, dann wurde dem Tier erlaubt, schreckliche Dinge und schlimme Lästerungen gegen Gott auszusprechen, und das für 3,5 Jahre. It blasphemed God's name and was allowed to make war on his church. Es hat Lästerungen gegen Gott ausgesprochen und Krieg gegen den heiligen Gottes geführt. So what is this describing in Was? John's time? Was beschreibt es zur Zeit Johannes? The persecution of believers in the Roman Empire. Die Verfolgung von Gläubigen im Römischen Reich. Then we get to verse 7, which is kind of difficult to take. Dann kommen wir zum Vers 7, der ist ein bisschen schwierig zu begreifen. Because it says that the beast is allowed to wage war against God's holy people and to conquer them. Denn da lesen wir, dass es dem Tier erlaubt ist, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu führen und sie zu besiegen. What does he mean that the beast is allowed to conquer them? Was meint er damit? At another place in chapter 12, he wrote that the martyrs have defeated him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Und was meint er damit, dass das Tier sie besiegen darf? In Kapitel 12 steht auch, That the Christians have defeated the enemy da steht, dass die Christen den Feind besiegt haben, by the blood of the Lamb and by their testimony. durch das Blut des Lammes und das Zeugnis. So wait, so how does this work? Who conquers whom? Also wie funktioniert das? Wer besiegt hier wen? That's a really important question that is being asked here. Das ist eine sehr wichtige Frage, die hier gestellt wird. When Christians die in an arena, if they are put to death by an oppressive empire, Wenn Christen in einer Arena sterben, wenn sie von einem Unterdrücker umgebracht werden, who wins at that moment? wer gewinnt dann in dieser Situation? It depends on how you define winning. Exactly. Imagine what Roman citizens would have thought, though, if they were watching the spectacle in the arena. Stell dir vor, wenn römische Bürger oder römische das anschauen würden in der Arena, And Christians were being slaughtered there. wenn Christen geschlagen würden und umgebracht The werden. Christians definitely didn't look like winners. They looked more like helpless insects that were being squished. Die Christen sahen nicht wie Gewinner aus, sondern eher wie kleine Insekten, die ermordet wurden. Completely powerless, scoffed at. Total machtlos, verspottet. Even believers must have been tempted to see it that way. Auch Gläubige könnten es so gesehen haben. What was the point of even resisting this empire if it could just kill them at will? Warum sollte man überhaupt Widerstand leisten gegen dieses Reich, was dich umbringen konnte? That is where John wants to bring in a different perspective for his readers. Und da möchte Johannes eine andere Perspektive für seine Leser reinbringen. Saying that in God's big story, things actually look the other way around. Also er sagt, dass in Gottes großer Geschichte die Dinge andersrum sind. What looks like the beast's victory is in reality the victory of Jesus. Was aussieht wie der Sieg des Tieres, ist in Wahrheit der Sieg von Jesus. And the victory of the martyrs. Sorry? And the victory of the martyrs. Und der Sieg der Märtyrer. Just like Jesus' death on the cross, it also looked like a pathetic defeat. So wie auch Jesu Tod am Kreuz wie ein qualvoller Tod aussah. And the soldiers were and the leaders were laughing about him, scoffing about him. Und wo die Soldaten und anderen Leiter über ihn gelacht und gespottet haben. And Satan thought, well, I got him where I want him. Und Satan dachte sich, ja, ich habe geschafft, was ich wollte. But it was actually God's greatest hour. Aber es war eigentlich die größte Stunde Gottes. What does the second beast represent? The first beast is evil government. What is the second beast? Also das erste Tier beschreibt die böse Regierung. Und was ist das zweite Tier? Was bedeutet das? It tells people to worship the first beast, remember? Es sagt den Leuten, das erste Tier anzubeten. And it creates some kind of a statue, some kind of cult where they have to worship him. Und da wird eine Statue, ein Götzenbild geschaffen, was sie anbeten sollen. To me, it looks like this beast represents evil religions that often, false religions that often support oppressive empires. Also für mich scheint es, als wären das böse oder falsche Religionen und Lehren, In John's time, die falsche Regierungen unterdrücken in Johannes Zeiten. unterstützen. And in John's time, this was the imperial cult, the emperor worship in the Roman Empire.
Zur Zeit von Johannes war das, dass die Regierung oder die Herrschaft angebetet werden wollte. which forced all the people in the Roman Empire to worship the emperor. Und das hat all die Leute im Reich dazu gezwungen, den Herrscher anzubeten. Like the Emperor Domitian, Wie zum Beispiel der Herrscher Domitian, who demanded to be addressed as our Lord and God. der als unser Herr und Gott angesprochen werden wollte. Another emperor proclaimed himself to be the savior of the world. Ein anderer Herrscher hat sich selber als Retter der Welt bezeichnet. So, like it says in Revelation 13:12, this second beast, the imperial cult, Wie wir in Offenbarung 13,12 lesen können, this second beast, the imperial cult, das zweite Tier, das Götzenbild, it required all the earth and its people to worship the first beast, the Roman Empire. wollte, dass die ganze Welt das erste Tier anbetet. So let me see if you got this. Lass mich mal schauen, habt ihr es verstanden? Who could be meant by the first beast? Wer könnte das erste Tier gewesen sein? The Roman Empire? Like a government that persecutes Christians. Das Römische Reich, eine Regierung, die Christen verfolgt, An oppressive and evil regime. eine unterdrückende und böse Regierung. What is the second beast? Was ist das zweite Tier? Some kind of false religion or false cult that legitimizes the evil regime, the evil government. Falsche Religionen oder Sekten, die diese böse Regierung unterstützen. Do you have an example for this? What do you think? Where do you see evidence for this in our world today, Wo denkst du, sind Anzeichen dafür in unserer heutigen Zeit, in recent history? in der gegenwärtigen Geschichte? What were some evil empires that have persecuted Christians? Was waren böse Regierungen, die das unterstützt haben? I think the Nazi Empire, they persecuted true believers, well, at least those who dared to speak out against it. Ich würde sagen, das Nazireich hat Christen verfolgt, zumindest die, die sich dafür ausgesprochen haben. What was the ideology or the false religion behind the Nazi Empire? Racism? Yeah, some kind of a racist supremacy ideology. Also die Ideologie dahinter war Rassismus. Antisemitismus. And yeah, so basically also choosing then one race as the scapegoat for all the bad things that were going on. Auch Antisemitismus, einen Sündenbock auszuwählen. And this idea of the greatness of the German race, of the Aryan race, of the German people. Und auch die Idee von der Größe des deutschen Volkes. We should always be careful when we see too much nationalism coming up. I don't think that means that things are going in the right direction. Wir sollten vorsichtig sein, wenn Nationalismus groß wird, da müssen wir aufpassen. What about the Soviet Union? Was ist mit der Sowjetunion? It persecuted lots of Christians. Es hat viele Christen verfolgt. What was their false religion? Was war deren falsche Religion? Well, communism was the ideology Kommunismus war die Ideologie, that everything should belong to everyone, dass alles allen gemeinsam gehört, that everyone who thought and believed differently should be put down with force, dass jeder, der anders dachte, mit einer Macht unterdrückt werden musste, and atheism, und Atheismus, that any such belief would be a danger dass jeglicher Glaube eine Gefahr wäre and needed to be persecuted. und verfolgt werden musste. And a few years ago, I think we might not have seen it so much, but what about the IS, Vor ein paar Jahren, das haben wir vielleicht nicht so mitbekommen, aber was ist mit der IS? the Islamic State? Did they persecute Christians? Der islamische Staat, haben die Christen verfolgt? Big time. Remember that video of the Christians in orange suits on the
beach that were executed. Wisst ihr noch von diesen Christen in Orange? I think they were around. Anyways, what was the ideology that was supporting this regime of You're terror? talking about ISIS? Mhm. Well, now. What was? I mean, it's basically pretty much done. But what was the belief that supported this state? Das war der Glaube, der diesen Staat unterstützt hat. Yeah, the Islamic State. It's already in the name. Islam, a very radical and violent Islam. Also Islam, der radikal und gewaltsam sein kann oder ist. So that's why when I look at these chapters here, I feel like John was talking about the Roman Empire and the imperial cult. Wenn ich mir diese Kapitel anschaue, dann glaube ich, dass Johannes über die Regierung damals sprach und But when I see that he describes how Satan uses these two beasts, I feel like it's something that didn't end with the Roman Empire. wenn ich diese zwei Tiere sehe, die da beschrieben werden, dann glaube ich, dass es nicht mit der römischen Herrschaft endet. I feel like this is just as relevant to believers in other closed and oppressed countries right now. Ich glaube, das ist genauso auch für Gläubige in anderen Ländern, wo sie unterdrückt und verfolgt werden. That they are still suffering Dass die, violence from the first beast and the second beast. dass die immer noch leiden müssen unter der Gewalt des ersten und zweiten Tieres. The cool thing is that John assures his readers that all of these beasts and the dragon, they will all be judged. They will all get the punishment that they deserve. Aber was gut ist, dass in Johannes oder in der Offenbarung steht, dass diese beiden Tiere gerichtet werden. Things will not go on like this forever. Dass es nicht so weitergeht für immer. In the end, things actually become clear how they really are. Am Ende werden die Dinge klar, wie sie wirklich sind. The ones who are truly on the winning side, they will be shown as the winners. Die, die auf der Gewinnerseite stehen, die werden auch als Sieger gezeigt werden. And the ones who look like they are winning today when Christians are persecuted, Und die, die aussehen, als wären sie heutzutage Gewinner, da wo sie Christen verfolgen, they will suffer a crushing defeat. die werden besiegt werden. This is the hope that John gives to his readers. Das ist die Hoffnung, die Johannes seinen Lesern gibt. This is the perspective they need to have on what's going on in their world. Das ist die Perspektive, die sie haben müssen über dem, was in der Welt vor sich geht. And it will help them to hold on to their faith, to remain faithful even in persecution. Und es wird ihnen helfen, treu zu sein, auch in der Verfolgung. But what exactly is the church's role in this struggle? Was genau ist die Rolle der Kirche darin? I think the clearest view we have of this is in chapter 11, Ich glaube, die klareste Sichtweise davon ist in Kapitel 11, the story of the two witnesses. die Geschichte der zwei Zeugen. And these two are called to prophesy for a certain amount of time. Und die beiden sind dazu berufen, für eine bestimmte Zeit zu prophezeien. How long? How long shall they prophesy for? Wie lange sollen sie prophezeien? Have a look in chapter 11. Schaut mal in Kapitel 11 nach. What does it say? For how long will these Was two steht da? have their prophetic ministry? Say what? 42 months. How many years is that? That's 3.5 years. At another point, the number 1,260 days appears, which if you divide that by 360, you also get to 3.5 years. Also ihr habt einmal die 42 Monate und die 1260 Tage, das wird beides 3,5 Jahre sein, wenn man es ausrechnet. What's up with this 3.5 years? Why does that keep appearing over and over again? Was soll das mit diesen 3,5 Jahren? Warum kommt es immer und immer wieder auf? Well, if 7 is the time of completeness, what is 3.5? Wenn 7 die Zahl der Vollkommenheit ist, was ist dann 3,5? Whoa. It is not. What was that? It is not. It is the time where things are not yet completed or resolved. Dann ist 3,5 die Zeit, wo es nicht komplett ist, wo es noch nicht am Ende ist. It's kind of in between 0 and 7. It's the in-between time that we're living in today. Es ist die Zeit zwischen 0 und 7, die Zwischenzeit, in der wir heute drin leben. The age of tension. Do you remember that word? Die Zeit der Spannung.
I think you've seen this diagram here before. Ich glaube, ihr habt das schon mal gesehen, diese Zeichnung. Alright, we have creation with this little tree, Wir haben die Schöpfung mit dem kleinen Baum and then the fall, which really takes things down. und den Sündenfall, wo Dinge echt den Berg runtergehen. The whole story that we've been studying and that we are presenting, the story of Israel. Die ganze Geschichte vom Volk Israel, die wir gerade dargestellt und präsentiert haben. And out of this people comes the Messiah, Jesus Christ. Und aus diesem Volk kommt der Messias, kommt Jesus Christus heraus. Let's not go so small, let's go a little bit bigger. Alright? And with the cross is where the age of tension starts. Und ab der Zeit des Kreuzes fängt die Zeit der Spannung an. We are now living in God's kingdom. Wir leben jetzt in Gottes Königreich. And God's kingdom is acting on this world. Und Gottes Königreich handelt in der Welt. But is it here completely? Aber ist es schon komplett auf der Welt? It's both here, but it's also still to come in its fullness. Es ist schon hier, aber es muss auch noch kommen in der Vollkommenheit. And at the same time, the powers of this world, evil, is still visible around us. Und auch zur gleichen Zeit sind auch die Mächte der Welt, das Böse, sichtbar. And what is this right here? Und was könnt ihr hier sehen? Tension. Die Spannung. It's that crap we live in today. Ist der Müll, in dem wir heute leben. It's that struggle that we have every day of our life. Das ist der Kampf, in dem wir jeden Tag stehen. The challenge for us is to live out of God's kingdom. Die Herausforderung für uns ist, aus Gottes Königreich herauszuleben. And to bring God's kingdom into this world with all of its struggles and problems. Und Gottes Königreich auf die Welt zu bringen mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen. When will this age of tension end? Wann wird die Zeit der Spannung enden? When Jesus comes back. Wenn Jesus zurückkommt. And then the story will continue up here. Und dann wird die Geschichte weitergehen da oben. In the New Jerusalem. Im neuen Jerusalem. With a new tree of life. Mit einem neuen Baum des Lebens. Okay, so this here is the age of tension that we're living in at the moment. So haben wir also die Zeit der Spannung, in der wir jetzt gerade leben. And it is my opinion that this time here, 3.5, it actually talks about this time. Und ich glaube, dass die Zahl 3,5 oder das, was wir da drin gelesen haben, über die Zeit der Spannung redet. An in-between time, Die Zwischenzeit, where God's kingdom has broken into this world, but it has not completely taken over. wo Gottes Königreich in die Welt kam, aber noch nicht komplett alles übernommen hat. The time we live in today, the church age. Die Zeit, in der wir heute leben, die Zeit der Kirche. So, these two witnesses are called to testify in this time. Diese zwei Zeugen sollen also bezeugen in der Zeit. And they're connected to some interesting Old Testament symbols. Und die sind verbunden mit Symbolen aus dem Alten Testament. Two olive trees that stand before the Lord, in I think Zechariah's prophecy. Zwei Olivenbäume, die vor dem Herrn stehen, ich glaube bei Zachariah. Two lampstands, which in the vision that John has in Revelation 1, lampstands stand for churches. Zwei Leuchter, die in der Vision von Johannes für zwei Kirchen stehen. And what kind of signs, what kind of miracles do these two perform? Und welche Zeichen, welche Wunder bringen die da? Verse 5 and 6. Verse 5 und 6. So they preach with great power, and what do? Sie predigen mit großer Macht. Und was tun sie? What kind of power and authority do they have? Welche Macht und Autorität haben sie? Verse 5 and 6. Say it out loud, please. Hold back the Fire rain. flashes. Hold back rain. Hold back the weather. Yeah. Does that sound like any Old Testament prophet? Elijah. Elijah. And what is the other sign that is mentioned in the next verse? Turn rivers and oceans into blood. And what Old Testament prophet does that sound like? Moses. Moses. Okay, so we have these two witnesses that are like lampstands, like the church of God, carriers of His presence, and they are acting in the authority and with the signs of Elijah and Moses. Also wir haben diese zwei Zeugen,
Und die handeln in der Vollmacht, die ihnen Gott gegeben hat, so wie Mose und Elia. Now there's some awesome